Hallo, heute zeige ich euch, wie ich diese leckere Himbeer-Schokotat gebacken habe. Die Tat besteht aus einem knusprigen Mürbteig mit einer säuerlichen Himbeerschicht und einer cremigen weißen No-Bake-Schokoschicht. Mit Himbeeren und kleinen Blümchen aus Mürbteig verziert, ist diese Tat auch ein absolut schöner Anblick. Für den Tatboden gebt ihr die klein geschnittene kalte Butter gemeinsam mit der Prise Salz, dem Zucker und dem Mehl in eine Rührschüssel und verrührt sie. Dann kommt das Eigelb dazu und falls die Masse noch viel zu trocken aussieht, einige Tropfen kaltes Wasser. Wenn alle Zutaten sich zu einer krümeligen, sandigen Masse verbunden haben, schaltet ihr die Maschine aus und gebt den Mürbteig auf eure Arbeitsfläche. Jetzt wird die sandige Masse mit den Händen so lange geknetet, bis der Teig zusammenkommt. Hier sollte man auf jeden Fall rasch arbeiten, damit der Mürbteig durch die Handwärme nicht allzu warm wird. Ansonsten wird der Teig nach dem Backen nicht knusprig. Wenn der Teig sich zu weich und zu warm anfühlt, was bei mir jetzt der Fall war, könnt ihr ihn in Frischhaltefolie eingepackt einige Minuten im Kühlschrank bzw. im Gefrierschrank kühlen. Wenn ihr den Mürbteig dabei etwas flach drückt, kühlt der Mürbteig etwas schneller ab. Nach dem Kühlen wird der Teig dann etwas größer als die Tatform ausgerollt, sodass der Boden und auch die Ränder gut damit ausgelegt werden können. Zum Ausrollen könnt ihr den Mürbteig leicht bemehlen, allerdings sollte hier nicht allzu viel Mehl verwendet werden, damit der Mürbteig nicht trocken und brüchig wird. Ich rolle meinen Mürbteig gerne auf Backpapier aus, so kann ich ihn nachher viel leichter auf die Tatform legen und brauche kein Mehl für meine Arbeitsfläche. Habt ihr den Mürbteig in der benötigten Größe ausgerollt, kann die Tatform damit ausgelegt werden. Ich habe hier eine Tatform mit 26 cm Durchmesser und einer Randhöhe von 3 cm verwendet. Wenn der Mürbteig beim Auslegen der Form abbricht, ist es nicht so schlimm. Denn das Tolle an einem Mürbteig ist, dass sich gerissene Stellen ganz leicht wieder zusammenfügen lassen und eventuelle Makel ausgebessert werden können. Ist die Form gut ausgekleidet, kann man den überschüssigen Teig, der aus der Form heraushängt, abschneiden. Der Boden wird dann mit einer Gabel mehrmals eingestochen und muss, wenn man nicht die Blindbackmethode verwendet, vorher nochmal gut gekühlt werden. Ansonsten kann es sein, dass wenn der Mürbteig zu weich ist, der Tatrand zusammenfällt. Ich habe meine Tat noch vor dem Backen für ca. 15 Minuten ins Gefrierfach gelegt. Gebacken wird der Tatboden im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 25 Minuten, bis er schön Farbe bekommt. Aus dem restlichen Teig könnt ihr entweder kleine Kekse backen oder zum Schmücken der Tat wie ich kleine Blümchen ausstechen und für ca. 7 Minuten ebenfalls bei vorgeheiztem Backofen bei 180 Grad knusprig und goldbraun backen. Für die Himbeerfüllung gebt ihr die Himbeeren in einen Topf und erhitzt sie unter gelegentlichem Rühren. Verwendet habe ich hier gefrorene Himbeeren, ohne sie vorher zu pürieren. Wenn ihr keine Himbeerkerne mögt, könnt ihr die Himbeeren auch vorher pürieren und die Kerne heraussieben. Allerdings benötigt ihr dann etwas mehr Himbeeren, damit die Himbeerschicht nicht zu dünn wird. Auf der anderen Seite vermischt ihr die Speisestärke mit etwas Wasser und gebt sie zu den Himbeeren in den Topf. Dann lässt ihr die Himbeerfüllung etwa 2 Minuten lang köcheln, damit die Speisestärke ihre Wirkung entfalten kann. Die Himbeerfüllung könnt ihr dann in die fertig gebackene Tatform gießen und erst einmal komplett abkühlen lassen. Für
Für die Schokoschicht benötigen wir natürlich Schokolade. Ich habe hier weiße Schokolade mit Mousse-au-Chocolat-Füllung verwendet. Genauso gut könnt ihr aber auch andere gefüllte oder ungefüllte Schokoladensorten nehmen. Allerdings empfehle ich euch, Schokolade mit mindestens 30% Kakao bzw. Kakaobutteranteil zu nehmen, da die Creme ansonsten zu weich wird. Die Schokolade breche ich in kleine Stückchen und schmelze sie über einem heißen Wasserbad. Die geschmolzene Schokolade lasse ich anschließend leicht abkühlen und schlage in der Zwischenzeit die saure Sahne in der Küchenmaschine etwas cremig. Dazu kommt dann die geschmolzene Schokolade, die wir mit der sauren Sahne ordentlich verrühren, und fertig ist unsere leckere Schokocreme. Die Schokocreme wird über die kalte Himbeerschicht gegossen und mit einer Palette glatt gestrichen. Es ist wichtig, dass die Himbeerschicht erst einmal komplett fest wird, bevor die Schokocreme drüber gegossen wird, denn wenn sie noch zu weich ist, könnte es sein, dass die Schokocreme die Himbeerschicht hochdrückt und sich beide Schichten vermischen. Der letzte Schritt ist dann, die Tarte nach Lust und Laune zu schmücken. Ich habe die Tarte mit frischen Himbeeren, mit den Blümchenkeksen, die ich aus dem restlichen Teig gebacken hatte, und noch mit Mürbteigkrümeln dekoriert. Bevor ihr die Tarte serviert, sollt ihr sie für ca. 4 Stunden im Kühlschrank kühlen, damit die Creme fest wird. Ich habe sie aus zeitlichen Gründen für das Video ein bisschen früher aus dem Kühlschrank geholt. Wenn ihr aber die komplette Abkühlzeit beachtet, wird sie auf jeden Fall etwas fester als im Video. Und ihr bekommt auch einen schöneren Anschnitt hin als ich. Aber man sieht hier trotzdem schön die beiden getrennten Schichten. Unten die säuerliche Himbeerschicht und oben die weiße süße Schokoschicht. Ich finde, beide harmonieren sehr gut miteinander, also nachbacken lohnt sich. Das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!